Gute Vorsätze für das neue Jahr. Welche sind aktuell? Wann sollte man die fassen? Und wie hält man das durch? Fast jeder zweite junge Mensch hat gute Vorsätze und setzt sich bewusst Ziele. Ich habe dazu eine ganz schöne Sammlung gefunden. Ganz hoch im Kurs sind für 2022 allerdings laut einer Umfrage weniger Stress, mehr Zeit für Familie und Freunde und interessanterweise klimafreundliches Verhalten. Interessant ist die Entwicklung der häufigsten guten Vorsätze in Deutschland seit 2022. Stress vermeiden zum Beispiel ist ziemlich weit nach unten abgerutscht und hat sich dort eingependelt. Manche Vorsätze sind ganz verschwunden. Mehr Zeit für sich selbst und weniger Fernsehen sind raus seit 22. Dafür hat sich sparsamer sein aufgeteilt in mehr Geld sparen und Ausgaben für Lebenshaltungskosten reduzieren. Seit 2023 sind neu dabei bessere Leistungen im Job zeigen, was auf niedrigem Niveau gestartet ist, aber für 2025 ganz schön gestiegen ist. Vegetarier oder Veganer werden ist zwar dazugekommen, bleibt aber am Ende der Liste. Gesünder ernähren ist nach oben geschossen und hat sich dort eingependelt. Mehr Sport treiben war schon immer ein häufiger Vorsatz. Mehr Zeit für Familie und Freunde ist ein bisschen abgesunken, aber stabil. Für 2025 hat mich nicht überrascht, dass Leute weniger Alkohol trinken wollen, weil die Forschung in 2024 die klare Aussage gemacht hat, dass schon kleine Mengen Alkohol die Gesundheit schädigen. Mit dem Rauchen aufzuhören war ein häufigerer Vorsatz in 2023 und 2024. Für 2025 hat der Vorsatz wieder das gleiche Niveau wie 2022. Spannend. Wer weiß, was das bedeutet. Jetzt kommen allgemeingültige Aussagen, die bestimmt für alle Jahre gelten und dann noch Hilfen, um die Ziele aus den Vorsätzen auch zu erreichen. Bei den älteren Menschen fasste nur noch ein Drittel gute Vorsätze. Jedem Zweiten fiel es schwer, die Vorhaben vom letzten Jahr noch umzusetzen. Bei vielen von uns bleibt am Ende nur übrig, dass man sich eigentlich Ziele setzen möchte. Okay, so läuft das normalerweise. Aber wie ist es in Gottes Reich? Was sagt die Bibel dazu? Und insbesondere, wie können wir unsere Vorhaben durchhalten? Den Anfang für eine Umstellung können persönliches Empfinden, akute Umstände, eine Aufforderung vom Arzt oder ein Anstoß von der Familie machen. Aber zum Durchhalten reicht die Eigenmotivation dann vielleicht nicht aus. Bevor wir zu konkreten Tipps für alle kommen, erstmal die biblischen Grundlagen. Juhu! Wir können uns Gott zum Vorbild nehmen. Er sagt in der Bibel Folgendes über seinen Umgang mit Plänen. Von Anfang an habe ich den Ausgang gezeigt, lange im Voraus die ferne Zukunft vorhergesagt. Meine Pläne verwirkliche ich. Und was ich mir vornehme, das tue ich auch. Zumindest den letzten Teil würde ich auch gerne sagen können. Dazu ein paar Tipps aus der Bibel. Wir sammeln erstmal. Viele Dinge nimmt ein Mensch sich vor, doch zustande kommt der Ratschluss Jahwes. Hier geht es zwar eigentlich um etwas anderes, aber aus meiner Sicht kann man das super übertragen. Jetzt solltet ihr das Begonnene zum Abschluss bringen, damit die Ausführung nicht hinter dem guten Vorsatz zurückbleibt. Natürlich nur nach dem, was ihr habt. Am Ende dieser Bibelstelle finden wir den Zweck für unsere Vorsätze und die damit verbundene Veränderung. Vollendet euer Heil mit Ehrfurcht und Sorgfalt. Denn Gott bewirkt den Wunsch in euch, ihm zu gehorchen und gibt euch auch die Kraft, zu tun, was ihm gefällt. Tut alles ohne Murren und Diskussion, damit euch niemand Vorwürfe machen kann. Als untadelige Kinder Gottes sollt ihr wie Himmelslichter mitten unter den verdrehten
und verdorbene Menschen dieser Welt leuchten. Und noch ein Zweck für uns. Es bleibt also dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden. Wir wollen doch Ruhe und Frieden, oder? Es bleibt also dabei, dass einige in die Ruhe hineinkommen werden, obwohl die als Erste von der Rettungsbotschaft erreicht wurden, durch ihren Ungehorsam ausgeschlossen blieben. Gott hat nun für eine neue Gelegenheit gesorgt, ein neues Heute, von dem er lange nach jenem Geschehen durch David gesagt hat: Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, verschließt euch seinem Reden nicht. Okay. Jakobus spricht hier natürlich von unserem liebevollen Schöpfer. Aus freiem Liebeswillen hat er uns durch das Wort der Wahrheit neues Leben geschenkt, damit wir gewissermaßen die ersten Geschöpfe seiner neuen Schöpfung wären. Wenn ich mir diese Sammlung so anschaue, dann wird es für mich klar: Wir sollten unsere Vorsätze oder Ziele entsprechend Gottes Wünschen wählen. Natürlich auch entsprechend unserer Fähigkeiten. Und mit Ehrfurcht und Sorgfalt planen und umsetzen wäre gut. Idealerweise auch ohne Murren und Diskussion, damit wir als untadelige Kinder Gottes wie Himmelslichter leuchten, so die Botschaft des Lebens anschaulich machen und in die Ruhe Gottes kommen. Gott sorgt ständig für neue Gelegenheiten, so dass wir auf seine Stimme hören können. Wir müssen nicht auf ein neues Jahr warten, sondern können jederzeit umdenken. Also, sofort, wenn wir eine Erkenntnis haben, sollten wir diese umsetzen und das neue Leben genießen. Warum warten? Das sind eigentlich schon super Tipps. Als Motivation sollte uns die Aussicht auf die Freude des neuen Lebens reichen. Aber für Leute, die nicht an Gott glauben oder es übersetzt in die heutige Sprache brauchen, jetzt noch die angekündigten Tipps zum Durchhalten. Tipp 1. Nimm als Vorsätze sogenannte SMART-Ziele. SMART bedeutet in diesem Fall spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert, also zeitlich begrenzt. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, denn dazu gibt es einiges im Internet. Das findest du schon, da habe ich Vertrauen. Wie gesagt, wenn deine Ziele mit dem Willen Gottes übereinstimmen, dann gibt dir Gott noch extra Kraft, um nicht nur das Wollen zu haben, sondern auch das Vollbringen. Tipp Nummer 2. Gemeinsam sind wir stark. Erzähl jemandem von deinen Vorsätzen. Vielleicht macht derjenige sogar mit. Zumindest könnte sie aber ab und zu nachfragen, wie es mit deinem Ziel aussieht. Für uns Christen nennt sich das Jüngerschaft. Also, gute Vorsätze kann man jederzeit fassen. Idealerweise passen sie mit Gottes Wünschen zusammen. Beim Durchhalten hilft dann Gott ein konkreter Plan und am besten noch mindestens eine weitere Person. Na dann, viel Erfolg und bis bald!